In dieser Demo werden wir sehen, wie wir 2D-Zeichnungen im DWG-Format aus BIM-Modellen erstellen können. Wie man diese BIM-Modelle importiert, haben wir in einem früheren Video gelernt. Denken Sie daran, dass wir BIM-Dateien entweder im RVT-Format oder im IFC-Format importieren können. Wir können sie sogar kombinieren, um BIM-Informationen aus verschiedenen Quellen zu vereinigen und BIM-Filter zu verwenden, um nur die Inhalte zu isolieren, die wir in unseren Zeichnungen sehen wollen. Über den Navigator können wir leicht auf die verschiedenen Ansichten des Modells zugreifen. Das sind Schnittansichten, Grundrisse oder Aufrisse. Um Zeit zu sparen, habe ich diese Zeichnungen vorher erstellt. Gleich lernen Sie, wie Sie diese selbst erstellen können. Beachten Sie, dass wir hier die Schnittebenen für die Zeichnungen sehen, die wir erstellt haben. Wir können diese Referenzen mit diesen Symbolen ein- oder ausblenden. Die BIM-Zeichnungen sind 2D-Ansichten, die aus der 3D-Geometrie Ihrer BIM-Projekte extrahiert wurden. Nach dem Extrahieren jeder dieser Ansichten können wir sie im Layout als Ansichtsfenster einfügen. Wie erwartet sind die Ergebnisse Layouts mit mehreren Ansichtsfenstern in verschiedenen Maßstäben. Aber das ist noch nicht alles. Die BIM-Zeichnungen kombinieren die aus dem BIM-Projekt extrahierten Geometrien und zusätzliche Inhalte, die Sie mit Hilfe der Cut-Funktionen von Ares Commander hinzufügen können. Die Verknüpfung mit dem BIM-Projekt bleibt erhalten. Wenn wir eine neue Version der BIM-Datei erhalten, sind wir in der Lage, die Zeichnungen zu aktualisieren, um die Änderungen im BIM-Projekt zu zeigen, ohne alle Zeichnungen neu zu erstellen. Aber lassen Sie uns Schritt für Schritt vorgehen. Zuerst werden wir sehen, wie man diese Zeichnungen erstellt. Als Beispiel wollen wir eine Schnittansicht erstellen. Diese Option finden wir auf der BIM-Registerkarte in der Multifunktionsleiste. Bevor ich diesen Schnitt mache, ändere ich den Anzeigemodus und den Blickwinkel, um mein Modell aus dem besten Winkel zu sehen. Wir wählen den Befehl Schnitt und definieren die Schnittebene mit 2 Punkten. Als nächstes geben wir einen dritten Punkt an, um zu definieren, welche Seite des Gebäudes wir in unseren Schnittansichten behalten wollen. Jetzt müssen wir diese Ansicht benennen. Wir können die neue Schnittansicht in der Zeichnungsliste im Navigator sehen. Wir können sie nach der Erstellung umbenennen, indem wir sie mit der rechten Maustaste anklicken und Umbenennen wählen. Um die Ansicht zu sehen, doppelklicken wir darauf. Denken Sie daran, dass Sie die Referenzen zu anderen Ansichten ausschalten können. Um unser Projekt zu organisieren, erstellt Ares Commander automatisch einen Projektordner, in dem jede der BIM-Zeichnungen als externe Referenz gespeichert wird. Wenn Sie auf eine beliebige BIM-Zeichnung im BIM-Navigator klicken, können Sie sehen, wie sie sich als neues Fenster in der Registerkarte öffnet. Jede dieser Referenzen ist in der Hauptzeichnung benannt. Wenn Sie Ihr Projekt kopieren oder verschieben müssen, denken Sie bitte an diese externen Referenzen. In jeder dieser Zeichnungen können Sie mit dem BIM-Navigator zu einer anderen Zeichnung wechseln. Um das Projekt zu verwalten, müssen Sie zur Hauptzeichnung zurückkehren, wo Sie die BIM-Dateien sowie die Filter und Elemente importiert haben. In der Schnittansicht, die wir erstellt haben, verwendet Ares eine dicke Linie, um die BIM-Elemente darzustellen, die den Querschnitt kreuzen. Die Objekte, die weiter hinten liegen, sind in einem Grauton und mit dünnen Linien dargestellt. Darüber hinaus behalten die BIM-Elemente all ihre Informationen. Sie können zum Beispiel die BIM-Informationen eines Fensters oder einer Wand anzeigen. Beachten Sie auch, dass diese Schnittansicht nur die BIM-Elemente zeigt, die wir in dem BIM-Filter behalten haben. Mit anderen Worten, Sie können alle BIM-Elemente ausblenden, die für Ihr Projekt nicht relevant sind. Wir haben unsere Schnittansicht aus dem 3D-Modell erstellt. Alternativ können Sie auch eine BIM-Zeichnung verwenden,
die Sie davor erstellt haben, um zum Beispiel mit einer Ansicht des Grundrisses zu arbeiten. Zur Veranschaulichung erstellen wir von hier aus einen Aufriss. Auch hier geben wir 2 Punkte an, wie bei der Schnittansicht. Aber in diesem Fall müssen wir unsere Punkte außerhalb des Gebäudes platzieren. Schließlich wird ein 3. Punkt benötigt, um die Richtung unserer Ansicht anzugeben. Wir geben einen Namen für diesen Aufriss ein und drücken Enter. So können wir alle Schnitte, Grundrisse und Aufrisse, die wir brauchen, in wenigen Minuten erstellen. Im Bereich des Daches können wir sehen, dass das BIM-Projekt keine Details über die Dachkonstruktion enthält. Dies ist eine Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, wie wir in der BIM-Zeichnung mit ARIS Commander arbeiten können. Aber zuerst wollen wir eine Änderung vornehmen. In dieser Schnittansicht wurde das Dach nicht am Dachfirst geschnitten. Wir verschieben den Schnittplan, um das zu korrigieren. In diesem Fall ist es hilfreich, mit dem 3D-Modell zu arbeiten. Also kehren wir zur Hauptdatei zurück und verschieben die Schnittebene so, dass sie unser Gebäude durch den Dachfirst schneidet. Bitten wir nun ARIS Commander, unsere Zeichnung zu aktualisieren. Denken Sie daran, dass Sie diese Option aktivieren können, um die geschnittenen Objekte besser unterscheiden zu können, relativ zu den hinteren Ebenen. Nachdem wir unsere Schnittansicht fixiert haben, können wir nun die Cut-Funktion von ARIS Commander nutzen, um die Details der Dachkonstruktion zu zeichnen. Sie können auch Anmerkungen und Bemaßungen hinzufügen, Blöcke und Schriftfelder einfügen und alles andere, was man in einer DWG-Zeichnung üblicherweise verwendet. Nun, da der Inhalt fertig ist, konfigurieren wir unsere Blätter. Die BIM-Navigator-Palette zeigt uns die BIM-Zeichnungen in einer organisierten Weise an. Pläne, Schnitte und Aufrisse. Aber wir sehen in der Liste auch alle Blätter, die ich zuvor in diesen Zeichnungen erstellt habe. Beachten Sie, dass die Namen der Blätter mit den Layouts unserer DWG-Datei übereinstimmen. Der BIM-Navigator zeigt, dass unser Layout 2 unserer Schnittansichten enthält. Öffnen wir dieses Blatt und fügen wir eine weitere BIM-Zeichnung hinzu. Wir wählen sie im Baum Zeichnungen aus, drücken die rechte Maustaste und wählen Platzieren auf Blatt. Beim Drücken der rechten Maustaste können Sie den Maßstab für die einzufügende Ansicht auswählen. Wenn Sie den Maßstab nicht auswählen, wird standardmäßig der zuletzt verwendete Maßstab gewählt. Zum Schluss klicken wir auf Einfügen, um die Zeichnung auf dem Blatt einzufügen. Jetzt sehen wir, dass unser Abschnitt auch in der Liste im BIM-Navigator angezeigt wird. Alles ist miteinander verbunden. Wir erzeugen Zeichnungen aus einem BIM-Modell und können mit den Cut-Funktionen von ARIS Commander darauf zeichnen, wie zum Beispiel die Detailansicht dieser Wand. Das ist der Detailgrad, den man von einer DWG-Zeichnung erwarten würde, aber er ist nicht im BIM-Projekt verfügbar. Diese Zeichnungen sind viel intelligenter, als sie aussehen. Beachten Sie, dass die Anwendung von ARIS Commander über die 3D-Aufteilung hinausgeht. Wenn im BIM-Projekt verfügbar, ersetzen symbolische Grafiken wie Tür oder Türanschlag die Schnittdarstellung der entsprechenden BIM-Elemente. ARIS Commander automatisiert auch die Erstellung von Callouts, um auf jede Ansicht und jeden Schnitt zu verweisen, auf andere Zeichnungen sowie das Blatt, in das es eingefügt wird. Sie können die Palette Blattsatzmanager öffnen, während ARIS Commander automatisch einen Blattsatz für Ihr Projekt organisiert. In unserer nächsten Demo erfahren Sie mehr über Automatisierung von Zeichnungen. Aber jetzt wollen wir erst einmal sehen, was mit dem Inhalt passiert, wenn ich eine neue Version des BIM-Projekts erhalte. Dazu gehen wir zurück auf die Registerkarte BIM-Dateien, klicken mit der rechten Maustaste und wählen die Option Neu laden von, um eine neue Version unserer BIM-Datei auszuwählen. Als nächstes müssen wir unsere BIM-Zeichnungen überprüfen. In unserem Grundriss sehen wir, dass eine neue Trennwand erstellt wurde. Das elektrische Netz, das Sie in Blau sehen, wurde mit ARIS Commander erstellt.
Wir werden es nun modifizieren, um es an die neuen Konfigurationen des Gebäudes anzupassen. Zusammenfassend helfen uns die BIM-Funktionen von ARIS Commander, den Aufwand für die Erstellung der Zeichnungen zu minimieren und vor allem die Aktualisierung der Zeichnungen. In der Tat sind BIM und CAD häufig zwei Prozesse, die isoliert nebeneinander laufen, anstatt kooperativ zu arbeiten. Mit ARIS Commander können Sie intelligentere DWG-Zeichnungen erstellen, mit denen CAD-Anwender in guter Synergie mit BIM-Anwendern arbeiten können. Wenn Sie mehr über die BIM-Funktionen von ARIS Commander erfahren wollen, besuchen Sie bitte die ausführliche Hilfe, die das Programm bietet, sowie unsere Playlist mit den wichtigsten Themen.